Wir spielen seit 4 Jahren Warzone und Sniper sind etwas, die uns von Anfang bis jetzt begleitet haben. Yo, YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Genau darum soll es nämlich heute gehen. Es gibt ein neues Video von Ornery Plays, unserem absoluten Favorite auf diesem Channel. Der hat hochgeladen die entire History of Sniping in Warzone. Bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen durchgeklickt, da habe ich die K98, die HDR gesehen. Einfach so geile Sniper, an die man sofort denkt, wenn man an Warzone und Snipen denkt. Ist einfach geil. Aber es gab auch viele Camper, viele Camp-Sniper auch, besonders auch in Warzone 2. Die Signal zum Beispiel, es war schrecklich. Also teilweise schrecklich, teilweise geil, aber wir gehen unvoreingenommen in das Video rein. Und ich würde sagen, Sniping is something that is not only quintessential bin to sehr Warzone, gespannt. but the entire Battle Royale genre as a whole. Warzone Das sage ich auch immer. Snipen gehört einfach zu Battle Royale dazu. Wenn Leute sagen, ey, ich hasse Snipen in Warzone, ich hasse es auch, aber es gehört leider einfach dazu. Sniper gehören in ein Battle Royale Game. Ohne Sniper wäre es irgendwie kein Battle Royale Game. Wisst ihr, was ich meine? sniping has seen a lot of ups and downs and some questionable decisions along the way. So today I wanted to share with you the entire history of sniping in Warzone. I know I already have an entire history of Warzone metas video, but in that video I only mentioned like Gott, die 4 Karte, snipers, which I die think Karte was a einmal. huge Was ist das für eine Sniper, Alter? Schau dich mal an, wie buff die ist. Die hat einmal alles drauf. Das ist wirklich das krasseste Teil, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Was ist das? Side on my part, so I think a dedicated history of sniping Nice shot, video was aber. necessary. Krasser There was Shot. way more snipers in Warzone than I remember. Gott, so diese it's kinda Waffe. nice to look back at Rytek some oder of the sowas more hieß die, glaube ich, off-meta oder? snipers that were still viable. Oh, Comment your geil. favorite Aus dem sniper Heli in Warzone snipen. down below. So schön, Alter. K98, okay. Es begann alles mit der Let's go ahead and get this K98. beloved creature out of the way. I know I just asked you guys to comment your favorite sniper down below, and I guarantee 90% of you said the Kar98. Ja, natürlich. Also wer nicht K98 sagt oder Schweizer wenigstens. Für mich ist nämlich, glaube ich, die Schweizer geiler als die K98. Ich bin einer von denen. Aber das ist einfach, was ich dafür tun würde, mal wieder die K98 in Warzone spielen zu dürfen. Es ist geil. Vor allem, wenn jetzt am Mittwoch Rebirth Island rauskommt, da mit K98 rein, das wäre der Traum. This sniper was not only a ton of fun to use, but also very satisfying. Super satisfying. Oh. Bruder! Was ist das für ein Clip? Hallo? Ich meine, das waren alles, die sind alle stillgestanden, aber trotzdem 5 Headshots direkt hintereinander treffen ist krass. Nice one, good Crazy shit. ADS speed, ridiculous Geil, Alter, velocity, so and eine a schöne one-shot Waffe. headshot any range. Und dieses The wunderschöne Kar98 Visier auch remained at noch. the forefront Oh. of Warzone 1's Ey, meta wow, until auch the krasser very Clip. end when they decided to nerf the one-shot range to like 40 meters, I think, which then pretty much only made it good for quick. Ich glaube, es waren 60 Meter und ich fand das tatsächlich gut, dass die K98 nicht auf jede Range One-Shot war. Der heißt übrigens K98, auch ganz lustig. Dass die nicht auf jede Range One-Shot war, sondern dass man so ein bisschen closer getten musste und dann die Leute halt auch quick scopen oder halt auf Close Range hard scopen musste. Und ich fand das geil. Also ich fand das wirklich nicer, weil du wurdest teilweise so random von der K98 gekillt, von irgendwelchen Gegnern, die wirklich eigentlich gar nichts drauf hatten. Und das hat das ein bisschen Quickscoping gecountert. and resurgence and useless for Nein, no actual way. long-range sniping. Alter. This has to be the #1 most requested gun to make a return to Warzone without a doubt. I think the XRK Ja, Stalker that we 100%. have now does a decent Geil. job fulfilling what the Kar98 was like, but we truly have never seen another Ja, sniper like oh. this since Warzone 1. They Bro, can was man easily für bring it Clips back hitten and do konnte auf something like Rebirth they do Island with ist the so Stalker krass. nowadays. Was Keep machen the same die? ADS speed, velocity, Das sind solche Lobbys, die man ganz am Anfang hatte in Warzone 1. Am Anfang sahen alle Lobbys so and aus. handling, but just make the one-shot Das war range wunderschön. something reasonable. HDR. Mit Thermalvisier, bitte mit I would Thermalvisier, argue komm. that the HDR was yet another beloved sniper that didn't really So eine last geile long. Waffe. At launch, the thermal sniper scope Thermal, was insanely genauso. useful and made anyone stick out Thermal like a ist so sore thumb. krank. Keep in mind, the Wir HDR haben alle pretty much Thermal had no gespielt am bullet Anfang, drop alle. and you only had to lead your shot very little, but pretty much had no adjustment to height. This made long-range sniping Geil. easier than ever before. Also, Geil. the raw damage of the HDR was pretty nice on its own as well. I'm pretty sure 2 chest shots would kill any fully plated enemy at any Ja, range. safe. It's pretty nice 2 Schüsse considering auf die how easy Brust. it was to use. However, just a few months after launch, they decided to nerf Was so eine thermal scopes geile Waffe. entirely by lowering the range of where you could Repatch, Postpatch. Ja, lag das daran? Ich dachte, das lag immer daran, dass alle Leute plötzlich kaltblütig gespielt haben. Ich glaube, es lag an kaltblütig und nicht, dass sie die Range geändert haben. Ziemlich sicher. Weil es haben plötzlich alle wegen dem Thermalvisier, weil man das plötzlich auch auf der M4 gespielt hat, haben sie kaltblütig gespielt und damit hast du das halt crazy countern können und du hast halt
mit deinem Thermalvisier niemanden mehr sehen können. See someone? I don't know the exact range, but I know at launch it was literally unlimited, or so it felt like. Like you just had to aim down your sight and you would immediately see anyone, no matter how far away Okay, they es were, wird which is so pretty genervt. wild. Okay, krass. And then everyone started using Cold-Blooded to avoid this. So Ja, after the nerf, I Cold-Blooded, don't even think genau. it showed past 150 meters, which was a huge change. Ah, Throw on a okay, das couple ist kacke, aber velocity nice Shot nerfs and dennoch. this gun eventually lost its touch. It got to a point where there was seriously just no reason to use it when the Kar98 was around. Kind of like, the nerfs to me just really didn't make sense. Like a lot of guns on this list, it would eventually make a comeback after the marksman rifle nerfs. Die war mehr so, das haben ganz spezielle Leute nur gespielt, die Waffe. Das haben die richtigen Über-Crackheads mit Sniper gespielt. Also die richtig gut waren mit einer Sniper, die haben die AX50 gespielt. Ich nicht. Ich war schön HDR am Anfang. The AX50 Und was a dann little more niche Kar98. during this state of the game. Genau, It die was war komplett definitely niche. meta, but HDR and Kar98 were just the fan favorites in my opinion. Die war It was irgendwie kind of a so- hybrid so- between the two and still leaning much so more towards the inconsistent. HDR side of things, but just Manchmal much krasse quicker Shots and und not as andere easy Mal to hast du use komplett in range. verämt It irgendwie. saw Die war so similar komisch. fate once it came down to the thermal nerfs, which Nice is one. also unfortunate. Just another case of no reason to use this gun when the Kar98 was objectively better in every single way. Just Ja, like genau. HDR, once Kar98 the war marksman besser. rifle nerfs happened, it kind of made a little bit of a comeback on Caldera. Das war eine der, wenn nicht sogar die schlechteste Sniper, die wir bis jetzt in Warzone hatten. But being honest, I completely forgot about this gun entirely. Die This hat so eine probably komische the Bullet most Velocity gehabt. unorthodox gun on this list, but if you really wanted to use it at any given point during Gott, war Warzone die 1, Kacke. you could Schau probably dir make das it an. work. The War die AMR was a Kacke. semi-automatic Barry 50 cal sniper with awful mobility, average velocity, and a very slow ADS speed. So why am I Schau das even an, talking das ist about so it? Well, weird. there was an option of adding thermite or explosive ammo that completely changed how you use snipers entirely. We have explosive ammo today for snipers since the launch of Warzone 2, but it was nothing like the Hallo, mal explosive ammo treffen. for the Nice. Rytec. These Ja, safe. Mit dieser Explosionsmuni war die besser an sich, hatte halt weniger Bullet Velocity dann direkt. Und du hast halt an sich die Leute geil aus Fahrzeugen snipen können, weil du einfach die Fahrzeuge angeschossen hast und dann sind halt einfach die Fahrzeuge explodiert. rounds were like Das war mini halt cool. grenades and dealt actual splash damage if you completely missed your target. I think it dealt something like around the 200 damage for any shot that Bro. wasn't a headshot, including limbs. That means if your Aber wie opponent had langsam half du im their Visier armor bist, or was ist in the middle of krank, repleting a Alter. shot to this gun with the explosive So ammo eine would down weirde them at any Waffe. range, even if you're just hitting them in the toe. Ja, das meine ich, Also, schau mal. the explosive ammo dealt Ja, ja. extreme damage Genau to das meine vehicles. ich. It can melt them before the Fahrzeuge. drivers Oh even mein realize they are Gott. being shot at a super far range. I think that was kind of the purpose of the Nice explosive shot. ammo, but using it on players was even more fun. Truck, helicopter, four-wheeler, Jeep, nothing was safe. The Thermite, on the other hand, which to me was the lesser of the two, dealt residual damage after you Ja, hit them and Termit- also left Termit- little sparks of fire that a Thermite Termit grenade Muni would war leave kacke. behind. If you down someone with a Das headshot, war the nicht worth. residual damage would leave them with only about 2/3 the health you would normally have when down, since the residual damage would kick in after being down, which was honestly pretty cool. With the explosive ammo and Thermite ammo, it also decreased your velocity tremendously, which made Ja, it even more krass. difficult. Also Bullet Velocity war dann richtig schlecht. Du hast auf einen Gegner gezielt, 200 Meter in der Ferne. Du hast abgedrückt und deine Kugel hat irgendwie 1-2 Sekunden gebraucht, bis sie angekommen ist. Und du hast halt wirklich 13 Meter in die Luft schießen müssen. Es war krass. Also es war richtig kacke, diese Sniper. Und jetzt hat das Ganze einfach weird angefühlt. Einfach ganz weird. Schau euch das Thermalvisier an. Geil, Alter. It did have unlimited one-shot, headshot down range up until the marksman rifles as well. I don't know why they decided to include this in those nerfs. But overall, I would love to see another sniper like this to return to Bro, Warzone. krass, 3047 Meter. Schau mal, wie weit er nach oben Just kind ziehen of a musste. fun one to use. Bodenlos. SPR, und die kam am Anfang, glaube ich, mit einem Bug, wo die Hitscan war. Da hat die auf jede Range, hast du einfach nur auf den Gegner draufzielen müssen und abdrücken müssen. Und deine Munition, also dein Schuss war einfach direkt dann bei dem Gegner. Also keine Bullet Velocity, also maximale Bullet Velocity und keinen Bullet Drop. Die war komplett krank am Anfang. Ich glaube, das sagt jetzt Here's gleich, a video oder? that actually made it into my History of Broken Guns video. When it was introduced in Season 6, it was Ja, bugged schau to mal. be hit scan, and that is Schau not dir an das an. understatement. This gun truly 400 had no Meter und du bullet musst nur drop-off or auf dem travel Kopf time drauf and sein. was the easiest sniper to use of all Die time, war and I so say that krank, with Alter. confidence. I'm gonna make the Die same war joke so that I did in crazy. that video. It was like playing Die hat aber viel CS:GO zu sehr for Spaß like a gemacht, week. It tatsächlich. one-shot Viel to zu the sehr head Spaß and was gemacht. super quick and traveled across the map instantly. The only thing it doesn't do is aim for you. I don't know how this made into the Geil. game, especially since this was right after the thermal scopes nerf. You think Ich they habe were die leider trying to, nicht like, so lange polish gespielt, how aber die hat sniping so went, Spaß but then gemacht. this just Ich somehow habe die slipped 2-3 through the Tage cracks, gespielt which und da is war die kinda einfach ridiculous. geil, It was Alter. truly just dominating Nice, for good damage shot. until it was nerfed. I'm totally cool with Good snipers shots. having near hit scan bullet velocity, but just don't let them one shot. They honestly shouldn't even two shot. DMR? I was really on the fence about Ist including das the Sniper? DMR, but I'm gonna go ahead and mention it since for a while it actually changed the way long range engagements were done. Since the DMR was so broken, it honestly
Ja gut, das ist ein fairer Call. Also er wollte eigentlich nicht reingeben, aber er hat es jetzt reingegeben, weil sobald die DMR da war, hat plötzlich niemand mehr Sniper gespielt, weil die DMR besser als jede Sniper war. Das ist ein guter Call. Useless. There was just no reason to be using anything other than a DMR at long range. The only time sniping would be more beneficial is if you hit your very first shot before they could even see you. The DMR completely dictated sniping until it was finally nerfed, and this is honestly just like my most hated meta in Warzone. Ja, danke, dass er es sagt. So viele sagen nämlich, dass es deren Favorite-Waffe bis jetzt in Warzone war. Ich habe sie gehasst. Ich fand die so nervig. Pellington war geil. Die war alright. Die war eigentlich wirklich geil. Fast ADS, one shot to the head and amazing bullet velocity. Das Problem ist, es gab zu viele Alternativen, während die Pellington gut war. Es gab die K98, es gab die Schweizer. Es hat gar keinen Sinn gemacht, die Pellington zu spielen, weil die von den ganzen Waffen, von den ganzen Snipern, die gut waren, am schlechtesten war. Die hat sich einfach weird angefühlt, aber jetzt so im Nachhinein hätte ich selbst die gerne wieder. Die war an sich geil so im Nachhinein. I think if they had nerfed the Kar98 at the time, this would have been at the forefront of the meta. Ja, 100%. Hätten sie die Kar98 genervt, hätten alle Pellington gespielt. 100%. Die war geil. I also think a lot of people were hesitant to try war wirklich geil. snipers out because of their clunkiness with how geil, Alter, wie schnell mein Visier auch ist. Schön, Mann. Over that, the Pellington was actually pretty good. It even got better after Boah, the der Quickscope, Alter. resistance and damage nerfs and became statistically one of the best snipers for a while. Geile Waffe. Tundra? Tundra is in the same boat as the Pellington, where they were simply just die fand ich immer weird. I never used it in Warzone, but from the gameplay I've been watching, the recoil die fand ich immer ganz komisch. And made follow-up shots look very easy. People say it was almost hit scan, and looking at this video by Tim, I mean, it honestly does. This gun would also get better as other guns got nerfed. Boah, geil aber. M82, das Video Rytech, komplett Arschritze. Ja, ich sag's dir gerade. So kacke die Waffe. Das war illegal. Wie lange gebraucht hat, um ins Visier zu kommen? Schau ich das an, schau ich das an. Junge, in der Zwischenzeit kannst du den Sandwich machen oder sowas. Chill mal, was denn das? Boah, aber das war aber satisfying, der Shot. Der war sehr, sehr, oh mein Gott, das ist komplett satisfying. Was ist das? Sehr inkonsistent, aber irgendwie satisfying. Ah ja, okay, kein One-Shot-Headshot mehr. ZRG, die war geil. Die war richtig geil. Die hat so Spaß gemacht. Ich finde, das war so ein Mix zwischen HDR und K98. Die hatte so ein bisschen, also die hatte schon besseres Movement für eine Sniper, war auch schnell im Visier, aber hat halt diese Range von der HDR gehabt, also richtig geil. Decent bullet velocity and surprisingly good mobility for a long-range sniper. The only real drawbacks is it had a really long reload time that just took forever, and its default optic only ja, der Reload Time das war wirklich Ewigkeiten. But if you swap that out to something like way over the top, like the 20x scope that came out at the time, you could dominate the long-range encounters. This gun objectively was way better than the HDR and finally gave us a decent bolt-action long-range sniper that was great. Oh, geile Waffe. Okay, ja. Meine all-time favorite Sniper, glaube ich. Civil War in the comments. A lot of people swear up and down the Swiss K3 is better than the Kar98. 100% war die besser. I don't think one is objectively better than the other. 100% war die besser. Die war so satisfying und mit der hast du wirklich, die war konsistent des Grauens. Also da hast du wirklich gewusst, was du bekommst, wenn du jetzt einen Schuss abgibst. Du wusstest, dass du dich auf diese Waffe einfach verlassen kannst und das hattest du bei der K98 nicht. Jetzt habe ich es gesagt, weil es sonst niemand sagen will, ja? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr besser fandet. Die K98 oder die Swiss oder ob es generell eine komplett andere Sniper ist und hier noch gerne Like auf dem Video, Abo auf dem Kanal da lassen, würde mich sehr freuen. Wichtig. Sound. Oh, Crazy fast der Sound ADS, ist krass. insane velocity, quick rate der Sound ist wunderschön. great mobility, one-shot headshot until the nerf, and a fast reload. This was neck and neck with the Kar98 on Rebirth. No way, what the Everything fuck? I said about the Kar98 can also be said about the Swiss K3. All I want is just another marksman rifle like these in Warzone today. Geil. Type 99, die war weird. For their gameplay with buzzwords like one-shot sniper, or two-shot shotgun, or three-shot DMR. Then you click on the video and it's just like a straight-up lie. Well, the Type 99, yes, one-shots to the head. However, there was a bug with the Vital perk, which increased the size of the critical hit points or something, that made this gun one-shot to the chest up to 44 meters. I personally never really used this gun. One-shot to the chest? Das wusste ich gar nicht.
Warum habe ich das verpasst? Da war ich schon im Game drin, also da war ich full drin, aber schon Content gemacht und als habe ich schon YouTube-Videos hochgeladen. Warum wusste ich das nicht? Dann hätte ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht. Naja. Since, well, this was Vanguard Good to know. Warzone after all. But after Aber die fand watching ich gar nicht geil, by the way, die pretty Type. decent, but outside of this bug, there really was no reason to Die use fand it. ich As far as wirklich, I know, wirklich, this is wirklich the nicht only geil. sniper that's ever been able to one shot without a headshot in Warzone history. Please comment if I have that wrong. Interesting. Die war komplett kacke. Generell diese ganzen Vanguard-Sniper, die waren alle so ein bisschen awkward, finde ich. Also natürlich waren das Sniper, aber das waren eher so Sniper, die du als Camper spielen würdest. Das waren keine so Sniper, die jemand spielen würde, der anständig reinpusht und versucht, Kills zu machen, finde ich. This was another Kar 98 wannabe that was honestly pretty common with the ground loot, so you probably used it at some point or another if you were playing the game. But like most guns on this list, there were just better guns to use. Definitely viable, and maybe if it tickled you the right way, you could make it work. However, I do think it's worth noting that this gun dodged all the nerfs and remained a one-shot at any range for the rest of Warzone 1. This was an extremely redundant addition to Warzone. We already had a Kar 98 that everyone loved, so I don't know why they decided to add a second. The only real differences were that the Vanguard car didn't support Modern Warfare attachments, which was kind of a big deal since those attachments were objectively better for sniping. Other than that, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Warum gab es eine Vanguard K98? Das war ein bisschen weird. Es waren einfach zwei K98s drin und du hast natürlich die von MW 2019 gespielt. Die Vanguard K98, die war mir auch ein bisschen weird. Wie gesagt, Vanguard Sniper halt. Die war in Ordnung. Gorenko war geil. Gorenko war krank. Die war so unfassbar krank. Die war komplett bodenlos, die Gorenko. Die war bis Ende Caldera war die einfach Meter, ein ganzes Jahr lang oder noch länger. Oder noch länger. Die war so krass, Alter. What the fuck. Das war die größte OP-Sniper, die wir bis jetzt in Warzone hatten. Easily. Easily. Nein, ich weiß nicht, warum er das nicht sagt, aber die wurde bis Ende Warzone 1 wurde die verwendet. Es war ja Warzone 2 war dann schon draußen und es hat kaum jemand noch Warzone 1 gespielt. Es gab immer noch so eine Die-Hard Fanbase, aber die meisten haben Warzone 2 gespielt und noch ein paar Monate lang gab es Warzone 1 und in dieser Zwischenzeit hat immer noch die Gorenko alles dominiert. Ich bin dann einmal zurückgegangen zu Warzone 1 am letzten Tag, bevor es gelöscht wurde, zusammen mit Stylers, dieser Kingfield und maybe Kaiser. Ich glaube, das war das Squad. Und, wow, das war, also Gorenko die ganze Zeit gespielt, jede Runde 30 Kills gemacht oder sowas, die war komplett bodenlos. Now with Warzone 2, we know that for the longest time, one-shot snipers wouldn't be a thing at all. Die habe ich nicht enjoyed. Außer beim St. Patrick's Day Event, wo die One-Shot auf jedes Körperteil war. Bin gespannt, ob er das noch erwähnt. Die war krank. Even after they allowed it to one-shot with explosive ammo, I still didn't use the one-shot build simply because of how much more difficult and different the velocity was. It was seriously like shooting a Minecraft bow. Signal 50. Das war wie die Gorenko, aber in schlecht. Aber trotzdem super krasse Waffe, die war insane. Fastest we've seen from any sniper in Warzone, and for a game with no one-shot sniping at the time, it was pretty broken. I honestly hated getting killed by this since it pretty much felt like you were getting one-shot killed, only you weren't. The only real challenge the player had to overcome was the recoil. It was a decent amount, but die war wirklich nicht leicht zu verwenden. Wenn du wirklich drinnen warst in der Waffe, dann war die auf jeden Fall krass. War in Ranked sogar hat man die gespielt, crazy. NCP auch so eine schöne One-Shot-Sniper, finde ich. So eine schöne One-Shot-Sniper. Und die war echt nicht schlecht, die habe ich enjoyed. Like I said earlier, the velocity was just awful, but if you really wanted a one-shot sniping experience in Warzone 2, this is what you would use. It was quick, had a solid optic, and came with a default 10-round magazine, which was pretty nice. I would not use this gun unless you were using it with the explosive ammo. It was deemed useless otherwise. This was supposed to be the rebirth of the intervention, but I don't think I've ever been so let down by a gun before in my life. This thing was mid at best and still has no place in Warzone even. Na, man kann die wirklich gut bauen. Da habe ich auch schon ein YouTube-Video auf meinem Main-Channel hochgeladen. Checkt das gerne ab, ganz, ganz wichtig. Die kann man bauen, dass die richtig schnell im Visier ist und krasses Movement hat und dann fühlt sie sich an wie eine K98 damals. Natürlich auf gar keinen Fall auf dem Level wie eine K98 damals, aber in die Richtung auf jeden Fall. Also wirklich fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man die richtig baut. Muss man die halt auf so Midrange verwenden und dann kannst du die gar nicht mehr auf Longrange verwenden, gar nicht. Karte AMR.
This is the launch one-shot sniper of Warzone 3. So eine and it is the schreckliche Waffe, ich first hasse true die. one-shot headshot sniper with Ich no hasse catch, die sehr. exploit, range fall-off, or secret attachment necessary. This is what the community asked for, and we finally got it. The only real catch, even if you want to call it, was that its super slow mobility and the velocity not being Ist the schrecklich, greatest. die Waffe, I die think macht if a gar keinen sniper Bock. is going to one-shot any range, there has to Nein, be no some way, type no way, of oder? sacrifice so people aren't going to use the same exact guns. If you want to call it a problem, that's kind of what was going on in Warzone 1. Like, there was a lot of good snipers, but people would just use the Kar 98 because it was objectively the best. Basically, it gives sniping a little bit more variety, kind of like you do with the regular gun metas. XRK Stalker? Ja, die ist sehr aktuell The momentan Stalker was zumindest. introduced Die alongside ist sehr, sehr Warzone geil. 1, but had no Aber one-shot macht nur potential bis- until Season 2 of the game. It has a base Ja, macht range nur of aber bis bestimmte Range, 50 oder? meters for a one-shot, 50 but Meter, currently 50 the Meter max range One-Shot, for okay. a one-shot with the right attachments is around 80 meters, I believe. 80 and you Meter don't mit even der have to richtigen use aufsetzen, explosive alright. ammo, which is the best part about it. Without the explosive ammo, you have an Die insane ist geil, velocity finde ich. for Die ist a ganz one-shot build, satisfying. and it's Also die hat auf jeden Fall was. Wenn man die auch richtig baut, dann hat die auch geile ADS-Time, also ist schnell im Visier, hat geile Bullet Velocity. Die ist wirklich nice zu spielen, aber das einzige Manko halt ist, dass die nur bis 18 Meter One-Shot macht. Aber das finde ich persönlich gut, weil ich bin gar kein Fan von One-Shot-Snipen. Ich finde, das hat keinen Platz in Warzone. Natürlich, das ist immer noch, wie ich ganz am Anfang vom Video gesagt habe, das ist immer noch Battle Royale, da gehört One-Shot-Snipen dazu, da gehören auch Sniper generell dazu. Aber ich finde es nicht geil, weil es oftmals einfach den Spielflow zerstört. Wenn da ein gutes Sniper-Team ist, wo 4 Leute snipen, hast du gar keine Chance. Also es ist wirklich unmöglich. Du wirst immer geholdet, du wirst immer One-Shot across the map gesniped, weil von 4 Leuten wird irgendwer einmal treffen. Die haben 5 Schuss in ihrem Magazin drin. Wenn 20 Schüsse auf dich raufhageln in 10 Sekunden, bist du tot. Weißt du, einer von diesen 20 Schüssen wird dich schon treffen. Wenn nicht einer trifft, dann treffen dich 2 vielleicht in die Füße und du bist auch noch. Das ist halt leider, deswegen, ich fühle das gar I nicht. really like the current state of sniping since no one category is perfect and you actually have to think about which sniper you want to run. Although we have 2 Alter, pretty der good Shot ist krank. options right now, they're both fairly balanced in their own way. You can have the easy to use but not always one shot, or the harder to use but guarantee a one shot. If you're a Resurgence player, you'll probably lean toward the Stalker, and if you're a Battle Royale player, the Cat AMR is probably more your style. You can still find success in each mode with either gun. But that's the entire history Ja, of würde ich auch sniping in sagen. Warzone. Würde ich auch sagen, Wiederauferstehung, eher XRK oder die FJX Intervention, die ist auch geil. Und sonst auf jeden Fall die Kata mehr, wenn man Battle Royale spielt. Also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblingssniper war, das würde mich sehr interessieren. Wenn euch das Video und die Reaction gefallen haben, gerne noch ein Like da lassen und ein Abo auf dem Kanal. Ich verlinke das Video natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Also gerne noch ein bisschen lieber da lassen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein. Tschüssi, tschüssi.